Pitti. Ja, nach einem guten Frühstück bei meinem Kumpel Wolfgang geht es jetzt nun los. Wir starten jetzt hier unsere Slowenien-Reise in der Nähe von Bad Tölz. Das Wetter schaut ein bisschen mau aus, so ca. 10 Grad. Bis vor ein paar Minuten hat es noch geregnet. Und von dem her ist jetzt auch Regenkombi angesagt. Mal schauen, wie es in die Alpen wird. Und dann starten wir, oder? Sowieso? Sowieso. Bis dann. Ja, jetzt hat der Wolfi gerade seinen Radarwarner verloren. Ja, wir finden diesen Radarwarner vom Wolfi nicht, der war mit einem Klemmverschluss am Lenkrad fest. Schauen wir nochmal, ob er irgendwo hier sichtbar ist. Ansonsten ist er futsch. Das ist jetzt die Zufahrtsstraße zum Felbertauern-Tunnel. Wir befinden uns auf ca. 1600 Meter und hier hatte es einen Stau von ca. 6 bis 7 Kilometer. Der Grund ist, der Tunnel wird nur einspurig befahren und daher herrscht hier Blockabfertigung. Das heißt, immer nur eine Seite darf fahren. Ja, hilft nichts, muss man halt warten, und wie man hier sieht, tun das auch andere Motorradfahrer. Ja, und nun geht's los und für uns ist die Fahrspur offen und jetzt geht's dann ab in den Tunnel. Ja, jetzt sind wir nach der Blockabfertigung hier an der Mautstation Felbertauern. Wir wagen es einmal und ziehen die Regenkombis aus. Das Wetter bessert sich. In Villach soll es sogar 20 Grad haben. Und Wolfi, passt alles? Passt alles top. Du traust dir einen Regenkombi auszuziehen, oder? Schauen wir mal, wie schnell dass wir ihn wieder anziehen. Ja. Nein, glaube ich nicht. Wir haben jetzt auch ausgezogen und jetzt geht es dann weiter Richtung Villach. Vorher gibt es noch ein bisschen Brotzeit.
So, jetzt sind wir an der Tanke in Lienz. Lienz, das dürfte jetzt noch Tirol sein, glaube ich. Ich habe irgendwo gelesen Tirol, gell? Aber wir werden jetzt wahrscheinlich bald nach Kärnten reinkommen. Ja. Und wenn wir Glück haben, sehen wir jetzt hier so einen Downhill-Fahrer. Aber jetzt ist gerade keiner da. Pass und mir klingeln schon die Ohren da. Das sind fast 400 Kilometer gewesen, gell? Hä? Fast 400 Kilometer waren es jetzt. Von mir oder von dir? Von mir. Der Wolfi ist ein Engel, der hat genau immer das Richtige dabei. Vorhin hat er Depreziner oder so Würstel dabei gehabt und ein Pfefferbeißer und ein Semi und jetzt noch Keksal und ich habe gar nichts dabei. Doch, ein Kauferinger Leitungswasser. Jetzt sind wir da am Parkplatz am Wurzenpass. Da stehen jetzt überall solche Panzersperren umeinander, so ganz unscheinbar. Aber gut, wenn es da ein Bunkermuseum gibt, dann wird das schon irgendeine Bewandtnis haben. Ich habe jetzt einen Flyer mitgenommen, aber ich schätze mal, da steht auch noch eine. So eine Panzersperre. Irgendwas wird schon auf sich gehabt haben hier oben. Da fahren wir nach Slowenien, ha? So, wir sind jetzt angekommen. Ihr habt es ja selber gesehen, es war eine super schöne Straße. Es war ganz eine kleine und jetzt sind wir in der Stadt Bled am See. Und so schaut es hier aus. Jetzt haben wir die Adresse, oder? Und jetzt fahren wir noch, ich schätze mal, jetzt fahren wir noch so 15 Kilometer hinter in so ein Tal und zwar da. Und dann werden wir uns einmal eine Unterkunft suchen. Wir haben noch nichts gebucht. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt eine Unterkunft gefunden. Wir sind jetzt hier in Slowenien in der Nähe vom Bleder See. Kleines, nettes Dörfchen haben wir hier. Und nach 10 Stunden Fahrt, ich glaube, so müssten um die 450 Kilometer sein, haben wir jetzt hier eine Pizzeria gefunden. Haben ein Zimmer oben im Dach. Da ist mein Kumpel, der Wolfgang. Ich stelle mein Bike jetzt noch ab und dann lassen wir es uns halt gut gehen.
So, hier haben wir jetzt beim Supermarkt unseren Proviant noch aufgefüllt. Hier hinten sieht man jetzt das Triglav-Massiv. Und jetzt geht es weiter zu den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Postojna-Höhlen. Das ist hier die Top-Attraktion in Slowenien. Soll zwar sehr touristisch sein, das haben wir schon mitbekommen. Wir werden uns aber trotzdem mal hinwagen und werden uns dann diese Höhlen ansehen. Ja, da haben wir jetzt ungefähr noch ca. 100-120 Kilometer dahin. Ich habe jetzt eine Route ausgesucht, die jetzt schön auf Nebenstrecken dahin geht. Und da freuen wir uns jetzt schon richtig drauf. Das Wetter passt, gefühlt 20 Grad. Und dann sehen wir uns unterwegs und dann in den Höhlen. Auf das kleine Dorf, wo links und rechts von dem Tal die Häuser so Ja, angerannt waren. super, ha? Aber da, Super. wenn du immer hin musst. Hallo, sei froh, dass der Höglauer nicht da ist. Ja, genau. So, wir sind jetzt hier am Parkplatz der Postojna-Grotten. Moped stehen gut. Helme abgeschlossen. Hier ist ein bisschen ein Touristen-Hotspot und jetzt lassen wir uns gerne überraschen, wie das jetzt hier zugeht, gell? Genau. So, jetzt sind wir vor der Ticketbox. Jetzt schauen wir mal. Na, das schaut mehr nach Restaurants da hinten. So, Ticket liegt bei 32 €. Ich habe schon gewusst, dass da ist, aber jetzt schauen wir einfach mal. Das da soll lecker sein, sagt der Wolfi. Eine slowenische Spezialität. Und wer mich kennt, weiß, das müssen wir noch irgendwo Ausprobieren. müssen wir noch irgendwo ausprobieren. Also von den Leuten her finde ich es überschaubar. So, da oben ist dann der Bahnhof. So, Eingang. So, jetzt geht's rein in die Höhle. Willkommen bei uns. Ich werde Sie führen heute durch die Höhle, durch die Postojna-Höhle. Mein Name ist Mojca. In der Höhle sind 10 Grad Celsius. Erst fahren wir 2 Kilometer mit der Bahn, mit der Höhlenbahn. Dann gehen wir 1,5 zu Fuß und dann wieder 2 mit dem Zug zurück. Postojna-Höhle ist die schönste Höhle der Welt. So, auf dem Weg zum Zug. So, die Nachbarn fahren schon.
Ja, wie es die Dame am Anfang schon sagte, Postojna-Höhlen sind die schönsten Höhlen der Welt. Also dem kann ich wirklich nur zustimmen. Das ist ein atemberaubendes Höhlensystem, das man dort vorfindet. Und diese Tropfsteinhöhlen sind die meines Wissens nach entweder die größten oder zweitgrößten der Welt. Das gesamte Höhlensystem ist ca. 24 Kilometer lang, wobei das erschlossene und für den Tourismus zugängliche System umfasst ca. 5 Kilometer. Man fährt also hier mit der Bahn rein und hat dann ungefähr 1 Kilometer, 1,5 Kilometer, die man da drin läuft, und das ist wirklich atemberaubend. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, da nur hinzufahren. Es ist zwar wie gesagt ein bisschen touristisch, wir hatten aber Glück, dass bei uns echt wenig Besucher da waren. Im Anschluss mieteten wir uns so ein schönes Häuschen an einem naheliegenden Campingplatz. Es war richtig schön dort, aber das Beste kommt noch. Also Leute, das müsst ihr euch anschauen. Hier ist das Restaurant und hier ist so ein kleiner Balkon. Schaut mal, wie es da oben geht. Da ist der Fluss unten, geht in der Höhle rein. Ach du Schande, schau mal, wie weit das da oben geht. Der Balkon ist natürlich absolut sicher, schaut mal hin. Der ist TÜV geprüft. Aber es geht ja bloß 60 Meter oben. Das ist die Toilettentür und das ist die schwächste Teil der Burg. Und mit einer Kugel, die die Wand zerstörte, wurde der Ritter Erasmus getötet. Und hier sieht man noch die Kugeln vom Katapult. Direkt aufs Toilettenheisel. Also das, was man jetzt hier sieht, wir stehen jetzt schon ein bisschen davor, ist die Höhlenkarte und hier links ist das Schloss. Auf der Höhe, da sieht man die Höhenmeter und dann sieht man einfach mal, wie diese Höhlen hier übereinander, untereinander verzweigt sind. Schön war's.
Ja, jetzt sind wir an der Tanke. Jetzt glaube ich, können wir erst einmal einen Kaffee trinken, weil jetzt die Radlgruppe vor uns fährt. Macht nichts. Die haben ihren Spaß und wir haben ihren Spaß. Übrigens, Benzin kostet hier 1,43. Bei uns in Deutschland der Liter, wo sind wir gerade? 1,60, oder? Ja, ein bisschen günstiger. Ja, die Fahrt entlang der Sotscha ist wirklich herrlich. Auch eine alte, stillgelegte Bahnstrecke schlängelt sich entlang in dem Flusstal. Das Wasser ist herrlich smaragdgrün und lädt tatsächlich zum Baden ein. Leider war aber die Zeit für uns ein bisschen knapp, so dass wir nur den Blick von oben genießen konnten. Aber das war schon herrlich genug und wir genossen jeden Kilometer entlang dieses tollen Flusses. Ja, das Tal wurde immer enger, die Berge immer höher und entlang der Sotscha ging es jetzt nun über das Triglav-Massiv auf einen Pass zu. Diesen kannte weder der Wolfgang noch ich und dieser Pass war für uns tatsächlich eine richtige Herausforderung. Wie man hier sieht, teilweise mit Schotter belegt in den Kurven, aber auch auf der Geraden. Dann hast du ein Auto vor dir, der dann teilweise in den Kurven zum Stehen kommt, weil die so eng sind. Ja, ich habe mich tatsächlich nicht überholen getraut, weil die Straßensituation es für mich nicht zugelassen hat. Aber andere machen das ohne mit der Wimper zu zucken und naja, da fahren wir halt hinterher. Hey, was war denn das bitte? Was war denn das für ein Zipfel? Da ist man im ersten abgestanden, weil er immer noch langsamer und nicht weitergekommen ist. Ja, die Tuss halt da vorne. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn. Die hockt im Auto und bleibt in der Kehre stehen. Du. Da denkst du auch, was sind Sie für ein Zipfel? Echt? Ja, sag mal, was ist denn das für ein Pass? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Sotscha. In die Kern an Schotter. Ha? Aber jetzt sehr anspruchsvoll zu fahren. Ja, so. Kann ich jedem mal empfehlen, diesen Pass hier in Slowenien zu fahren. Da wird sogar der erfahrene Motorradfahrer ehrfürchtig. Aber wahrscheinlich stelle ich mir auch bloß so.
Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt startklar, Sonntag in der Früh. Gut geschlafen hier im Hotel in Kärntner Stuben. Und jetzt geht es Richtung Großglockner. Das sind roundabout 100 Kilometer. Wir wollen heute die Großglockner Hochalpenstraße fahren. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Keiner war bisher da und wird bestimmt ein Highlight. Jetzt sind wir in Winklern, das ist also auf der Südseite vom Großglockner, Hochalpenstraße, jetzt geht's hoch. Und es ist zwar noch warm, es hat jetzt 20 Grad, aber prophylaktisch wird schon mal jetzt die Unterjacke angezogen. Jetzt geht's, denke ich einmal, auf 2,5, 2,6. Da sind wir sehr gespannt. Stehen wir an der Mautstation in Heiligenblut, 35 € Motorradl. Das ist relativ wenig Verkehr noch hier jetzt gerade. Also schauen wir mal, ob es so bleibt. Jetzt sind wir auf 1700 Meter, knapp 1700 und ja, schon beeindruckend das Massiv hier. Ja, mit Aufkleber, super. Für den Koffer. Haben wir es? Ja, hier sind wir also auf der Großglockner Hochalpenstraße. Jetzt kann man sagen, das kostet ja Geld, ist teuer, aber das, was wir erlebt haben, muss ich sagen, das war einmalig. Ihr seht es selber, es ist so gut wie kein Verkehr, zumindest mal zu der Zeit, wo wir da waren. Das Wetter hätte wirklich nicht besser sein können. Und das ist ein absolutes Gedicht gewesen. Also ich schwärme da jetzt noch und mir läuft jetzt noch die Gänsehaut runter, wenn ich jetzt einfach hier die Bilder sehe. Und ich muss sagen, für uns war das der pure Genuss. Das, was wir dann zwar weiter oben gesehen haben, auf dieser Franz-Josef-Höhe, das kommt dann auch gleich, ist dann schon ein bisschen erschreckend, wenn man einfach sieht, da wurde ein Parkhaus auf 2500 Meter Höhe hingeklatscht. Ja, Mai ist, glaube ich, der Preis, den man dafür bezahlt. Der Tourismus rollt auch hier hoch. Aber genießen wir jetzt einfach mal die Bilder, seid mit dabei, lehnt euch zurück und schaut euch einfach dieses wunderbare Panorama an.
Wir haben es geschafft auf die Höhe, Kaiser Franz Josef Höhe, knapp 2400 Meter. Und? Einwandfrei, top. Super. Da ist der Großglockner im prächtigsten weiß-blauen Himmel. Die Spitze ist zwar leicht jetzt in die Wolken. Großglockner Ort. Das kann man sich merken. Das findet man. Ja, hier oben ist ein Parkhaus. Da steht ein Parkhaus auf 2500 Meter Höhe. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich dem geschuldet sein, dass ja auch so viel Besuchaufkommen ist. Wir hatten jetzt richtig Glück. Wir hatten jetzt kaum Verkehr, habt ihr ja gesehen. Sonntagmorgen kann man nur empfehlen. Also da ist jetzt der Gletscher. Zumindest mal ein bisschen was davon. So schaut der heute aus. Und so hat der mal früher ausgeschaut. Also die Schneezunge ist wesentlich länger. Jetzt weiß ich bloß nicht, von wann das Büdel ist. Ihr seht ja da die Löcher und der Wolfi meint. Ja, dass die durchs Wasser unten ausgeschwappt sind und trotzdem aber noch Eis drüber ist und auf der Oberfläche der Schutt liegt. Das heißt, die Schnee- und Eiszunge geht schon bis vor, oder? Bis Kann ich zum mir vorstellen. Ja. Da liegt bloß ein Haufen Schotter. noch drüber. Geröll noch drüber. Die Bärtigen, gell? Also wir sind jetzt hier und hier ist dieser Gletscher, geht der runter. Das ist der See, den man hier sieht. Dann guckt halb raus. Es war recht eine Wolkenband drin. Ja, ja, genau. Die Spitze hier, die sehen wir. Wie heißt die? Romaris Wandkopf 3,5. Das ist der da. Und der kleine und der Großglockner, die sind hinter dem Wolkenband gerade. Ja, wettertechnisch kann man es eigentlich gar nicht besser erwischen. Wir haben jetzt irgendwie 16, 17 Grad hier oben. Weiß-blauer Himmel. Herrlich. Ja, nachdem wir die Kaiser Franz Josef Höhe verlassen haben, geht es so ein bisschen wieder runter. Ich denke mal so 400-500 Höhenmeter und dann denkst du, okay, das war's jetzt. Aber nein, die Straße schraubt sich also auf der anderen Berghangseite wieder nach oben und das Ganze mündet dann in einem, ich sage jetzt mal, in einer Höhenlage, das war jetzt hier Ende Mai, wo das Ganze dann auch in ein Schneefeld wieder oder in Schneegebieten wieder übergibt. Und ich kann es eigentlich nur noch mal wiederholen. Also wir hatten ein super großes Glück an diesem Tag. Es war kaum Verkehr. Klar, da sind ein paar Radlfahrer unterwegs, da war auch ein Radlrennen, da sind ein paar Sportwegen unterwegs, aber das hält sich alles noch in Grenzen. Und diese Strecke, diese Großglockner Hochalpenstraße ist wirklich der Hammer und man sieht einfach auch, was die Natur da geschaffen hat. Was da einfach auch so dieser Hauptalpenkamm, einfach was das für eine gewaltige Natur ist. Und ja, das kann man einfach nur genießen und einfach schön langsam dahin gleiten. Also zumindest wir haben das gemacht und haben uns da auch nicht irgendwie hetzen lassen. Und ja, einfach ein Genuss.
Ja, hier sind wir jetzt an der Abfahrt, also auf der nördlichen Seite der Großglockner Hochalpenstraße. Das geht also jetzt runter, wieder in die Tallage, Richtung Norden, also ganz grob Richtung Kitzbühel, Wörgl sind wir unterwegs. Und war auch faszinierend, die Fahrradfahrer hier zu sehen, die tatsächlich hier mit 60, 70 Kilometer am Berg runterdonnern. Ansonsten war die Weiterfahrt in Österreich ein bisschen zäh, der Verkehr war ein bisschen dick, aber der Wolfgang hatte noch eine Idee und das zeigen wir euch jetzt. Ja, unsere Tour neigt sich zu Ende. Wir haben jetzt Jenbach erreicht, das ist also kurz vorm Achensee. Hier in dem Gasthof meint mein Kumpel, gibt es tolle Schnitzel. Ja, und die lassen wir uns jetzt auch schmecken. Und dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Und ja, und bis zum nächsten Mal. Oh, Salat schon da. Salat mit Panoramablick, hä? Ja. Guten. Auch das schönste Wochenende geht zu Ende. Nach 4 gemeinsamen Tagen, tollen Tagen mit meinem Kumpel Wolfgang, geht es jetzt auf den Heimweg und hier blende ich euch nochmal die Route ein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sollte jemand den GPX-Track wollen, ich habe den da, ich kann den auch gerne bereitstellen. Und ich würde mich natürlich über jeden freundlichen Kommentar freuen und auch für einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Hi! Hi! Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.